Servus Leute, seit einem Jahr backe ich Brot. Am Anfang mit fertigen Backmischungen, aber nach einiger Zeit war mein Ehrgeiz geweckt und ich wollte ein Brot selber backen. Das hat damit angefangen, den Sauerteig selber herzustellen. Wie das funktioniert, werde ich in einem anderen Video zeigen. Dieses Brot hat eine betont herzhafte Note. Als erste Zutat die Saatenmischung von Alnatura, dann schwarzer Sesam und eine Sechskornmischung aus der Zeller Mühle. Für einen volleren Geschmack und eine nussige Note röste ich die Körner zuerst an. Lieber mit geringerer Temperatur rösten und dafür etwas länger. Nach dem Röstvorgang einen Teelöffel Salz hinzufügen und mit einem Glas Wasser ablöschen. Die Körnermischung mit dem Wasser abkühlen und quellen lassen. Das führt im fertigen Brot dazu, dass die Körner nicht so hart sind und das volle Aroma an den Teig weitergegeben wird. Jetzt geht es auch schon los mit dem Teig. Dazu von dem Sauerteig ca. 200 Gramm in eine Schüssel geben. Darauf dann zuerst Roggenmehl, hier in dem Rezept 650 Gramm. Als zweite Mehlsorte habe ich Dinkelmehl verwendet, hier dann 350 Gramm. Der Sauerteig und die Trockenhefe sorgen für eine gute Fermentation. Die Gärung, die für einen guten Geschmack und auch die Luftigkeit des Brots sorgt. Dieser Prozess wird durch die Zugabe von Backmalz zusätzlich unterstützt. Das Roggenmalz sorgt für eine schöne Färbung des Brotes und auch für einen volleren Geschmack. Für den herzhaften Geschmack noch eine Messerspitze Kreuzkümmel und auch ungefähr die gleiche Menge Koriander. In den Teig kommen ca. 24 Gramm Salz, aber 4 Gramm habe ich ja schon zur Körnermischung beigegeben. In dem Bereich, wo die Trockenhefe ist, eine Mulde bilden und das Ganze mit lauwarmem Wasser auffüllen, ca. 100 Milliliter. Um die Gärung zusätzlich zu unterstützen, noch einen Teelöffel Zucker. Den Bereich noch einmal verrühren, damit sich die Hefe und der Zucker, das Backmalz auflösen und noch einmal ca. 100 Milliliter Wasser dazugeben. Noch einmal verrühren und dann einfach mit etwas Mehl abdecken. Auf der anderen Seite mache ich eine Mulde für das restliche Wasser, in diesem Fall dann ca. 400 Milliliter. Die Gesamtwassermenge im Teig sind in flüssiger Form die 600 Milliliter im Teig, ca. 100 Milliliter vom Sauerteig, die 200 Liter in der Körnermischung, die aber im Prinzip vollständig aufgesaugt wird durch die Körner. Die Körner mache ich in dem Bereich, wo das Wasser im Teig steht und lasse sie für weitere 20 Minuten quellen. Im Zeitraffer erkennt man eine deutliche Reaktion. Die Bakterien vermehren sich und sorgt für eine gute Luftigkeit des Brots. Zum Kneten verwende ich ein Rührgerät mit Knethaken. Am Anfang habe ich den Teig noch von Hand geknetet, was aber über eine Knetzeit von ca. 15 Minuten sehr anstrengend war.
Auch im Ergebnis konnte ich keinen Unterschied feststellen. Der Wassergehalt im Teig spielt eine große Rolle. Je nach Mehlsorte oder Typ braucht das Brot mehr oder weniger Wasser. Mit der Zeit kriegt ihr aber ein gutes Gefühl für die Konsistenz des Teigs. Den Teig rühre ich ca. 10 bis 15 Minuten. Der Teig ist fertig, wenn das Klebereiweiß im Teig faserige Verbindungen eingeht. Es sorgt beim Backen dafür, dass die Gasblasen im Teig bleiben und der Teig nicht auseinanderfällt. Damit sich der Teig von der Schüssel löst, bringe ich etwas Mehl an den Rand. Damit der Teig seine endgültige Größe erlangt, muss er ca. 40 bis 45 Minuten gehen. Allgemein kann man sagen, wenn der Teig sein Volumen verdoppelt hat, ist die Gärzeit beendet. Um den Teig aus der Schüssel zu bekommen, alles gut mit Mehl bestäuben. Für eine schöne Form sollte der Teig gefaltet werden. Hierzu den Teig von außen nach innen schlagen und die eingeschlagene Seite nach unten legen. Hier nochmal die Ansicht der eingeschlagenen Seite von unten. Sie sorgt beim Backen nachher für eine schöne Optik des Brotes. Vor dem Backen sollte das Brot noch ca. 15 Minuten ruhen. Nach dem zweiten Gehen ist das Brot jetzt fertig für den Backofen. Da ich aber ein Brot verschenken wollte, habe ich es hier nochmal in 2 kleinere Brote geteilt. Hier auch nochmal das Brot leicht falten und auf die Seite nach unten legen. Mit den Händen und einer drehenden Bewegung den Laib formen. Der Backofen ist vorgeheizt auf 230 Grad Umlufthitze. Und jetzt das Brot mit der gefalteten Seite nach oben in den Backofen legen. Die Falten geben dem Teig die Möglichkeit, sich auszudehnen, ohne dass das Brot reißt. Zum Backen verwende ich einfach einen Pizzastein. Es muss auch kein Mehl auf den Pizzastein, das Brot löst sich nachher von alleine. Für eine schöne Krume gieße ich noch ein Glas Wasser in den Backofen. Beim Backen sieht man sehr schön, wie das Brot an den Faltstellen aufbricht. Nach 10 Minuten bei 230 Grad das Brot noch einmal wenden und die Temperatur auf 180 Grad reduzieren. Auch hier gieße ich noch ein Glas Wasser in den Backofenboden. Jetzt noch ca. 36 Minuten das Brot fertig backen. Das Brot ist fertig, wenn ihr auf die Unterseite klopft und es einen hohlen Klang hat. Das Mehl und das Falten gibt dem Brot eine schöne Struktur.
und das Wasser im Backofen sorgt für eine knusprige Krume. Lasst es euch schmecken, macht's gut, euer Easy Do It.